Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was ihr überprüfen solltet, wenn ihr das Problem habt, dass eure Waschmaschine kein Wasser nimmt. Der erste wichtige Punkt ist, ihr müsstet schauen, ob das Gerät das Restwasser überhaupt anständig abpumpen konnte, denn auch da liegt das Problem, wenn das Gerät das Wasser nicht abpumpen kann, darf es zum neuen Waschgang auch kein neues Wasser nehmen. Das passende Video, was ihr da überprüfen könnt, verlinke ich euch oben unter dem i und wie immer nochmal unten in der Videobeschreibung. Als nächster Punkt, wenn ihr das abgeklärt habt, solltet ihr zuerst an euren Hausanschluss schauen, ob überhaupt genügend Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Dafür, wie man das kontrolliert, nehme ich euch mal etwas näher mit heran. Hier sehen wir den Hausanschluss und den Aquastopp. Um den Hausanschluss zu überprüfen, dreht ihr zuerst den Wasserhahn komplett zu, entfernt dann das Aquastoppventil, stellt euch einen Eimer hier darunter, dreht den Wasserhahn auf und schaut, ob dort genügend Wasser herauskommt. Sollte hier genügend Wasser herauskommen, schraubt ihr den Aquastopp wieder an, dreht das Wasser wieder auf. Danach stellt ihr eure Waschmaschine an und fasst hier an diesen Aquastopp an. Wenn das Gerät Wasser ziehen soll, merkt ihr, dass dieser Aquastopp leicht brummt und leicht vibriert. Wenn das der Fall ist, wird der Aquastopp angesteuert und ist im Normalfall auch nicht defekt und muss nicht ausgetauscht werden. Habt ihr diesen Wasserhahn und den Aquastopp überprüft, bleibt als nächste Möglichkeit noch das Magnetventil und wie man das überprüft, zeige ich euch jetzt. Als nächste Möglichkeit sehen wir dann hier noch die beiden Magnetventile. Hier ist es ein Gerät von Siemens. Um an diese Magnetventile zu gelangen, entfernt ihr hinten am Gerät die beiden Schrauben. Das sind Torx 20 Schrauben. Danach könnt ihr die Arbeitsplatte nach hinten entfernen. Hier sehen wir dann die Anschlüsse für die Magnetventile. Diese kleine Elektronik lässt sich entfernen und man sieht hier schon die einzelnen Anschlüsse der Magnetventile. Zwischen diesen Anschlüssen messt ihr mit eurem Multimeter, ob hier ein Widerstandswert messbar ist, und wenn hier kein Widerstandswert messbar ist, sollten die Magnetventile ausgetauscht werden. Das passende Video zum Austausch dieser Ventile verlinke ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung. Sind auch die Magnetventile in Ordnung und ihr habt diese geprüft, dann kann es noch sein, dass der Drucksensor die Signale nicht auswerten kann, nicht erkannt werden kann, dass das Wasser abgepumpt wird. Dann solltet ihr als nächstes nach der Luftfalle schauen und diese, wenn nötig, reinigen. Um die Luftfalle zu erreichen, baut ihr zuerst die Rückwand des Gerätes ab und dann seht ihr hier unten schon den Anschluss für die Luftfalle. Die ist hier angeschlossen, das ist die Luftfalle. Von hier aus führt ein dünner Schlauch zum Drucksensor nach oben. Diese Luftfalle kann besonders hier an dieser Stelle verstopfen. Dann kann der Drucksensor das Signal nicht mehr auswerten und nimmt auch kein neues Wasser. Im Normalfall bekommt ihr dann aber ebenfalls eine Fehlermeldung. Ist eure Druckfalle verschmutzt, zieht ihr hier diesen Schlauch ab, löst hier unten diese Schlauchschelle und könnt diese Druckfalle hier ausrasten und dann mit warmem Wasser ausspülen und hinterher wieder einbauen. Ist auch die Luftfalle komplett gereinigt, bleibt als letzte Möglichkeit eigentlich nur noch die Elektronik übrig. Da ist dann ein Bauteil defekt, meistens ein Triac, der für die Ansteuerung entweder des Aquastopp oder der Magnetventile zuständig ist. Die Elektronik müsste man dann komplett austauschen oder im Internet bei einem Reparaturdienst reparieren lassen. Wenn ich euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen konnte, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert.